Konjunktionen Teil 1. Zusammengesetzte Sätze, Konjunktionen verbinden zwei Sätze miteinander. Hauptsätze, Konjunktion. Nebensätze, Konjunktion. Im zweiten Hauptsatz steht das konjugierte Verb an zweiter Stelle nach der Konjunktion. Die Position der Konjunktion kann nicht verändert werden. Die Konjunktionen aber, und, oder, denn, sondern. 1 aber wird verwendet, um zwei Sätze zu verbinden, die gegensätzliche oder unterschiedliche Gedanken ausdrücken. Ich mag Äpfel, aber keine Bananen. Ich mag Äpfel, aber keine Bananen. Er ist müde, aber er arbeitet weiter. Er ist müde, aber er arbeitet weiter. Sie geht in die Schule, aber sie hat kein Buch. Sie geht in die Schule, aber sie hat kein Buch. Das Wetter ist kalt, aber es ist sonnig. Das Wetter ist kalt, aber es ist sonnig. Wir haben einen Hund, aber keine Katze. Wir haben einen Hund, aber keine Katze. Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. 2 sondern wird verwendet, um eine alternative Idee nach der Verneinung des vorherigen Satzes zu präsentieren. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee. Er hat nicht einen Hund, sondern eine Katze. Er hat nicht einen Hund, sondern eine Katze. Wir essen nicht im Restaurant, sondern zu Hause. Wir essen nicht im Restaurant, sondern zu Hause. Sie fährt nicht mit dem Bus, sondern mit dem Fahrrad. Sie fährt nicht mit dem Bus, sondern mit dem Fahrrad. Ich möchte nicht ins Kino gehen, sondern einen Film zu Hause sehen. Ich möchte nicht ins Kino gehen, sondern einen Film zu Hause sehen. Ich trinke keinen Saft, sondern Wasser. Ich trinke keinen Saft, sondern Wasser. 3 denn wird verwendet, um einen Grund oder eine Erklärung für den vorherigen Satz zu geben. Ich gehe ins Bett, denn ich bin müde. Ich gehe ins Bett, denn ich bin müde. Ich muss gehen, denn es ist spät. Ich muss gehen, denn es ist spät. Er ist hungrig, denn er hat nicht gegessen. Er ist hungrig, denn er hat nicht gegessen. Wir bleiben zu Hause, denn es regnet. Wir bleiben zu Hause, denn es regnet. Sie kauft einen Apfel, denn sie mag Äpfel. Sie kauft einen Apfel, denn sie mag Äpfel. Ich lerne Deutsch, denn ich möchte in Deutschland leben. Ich lerne Deutsch, denn ich möchte in Deutschland leben. 4 oder wird verwendet, um zwei oder mehr Optionen anzubieten. Möchtest du Tee oder Kaffee? Möchtest du Tee oder Kaffee?
Gehst du nach Hause oder bleibst du hier? Gehst du nach Hause oder bleibst du hier? Ich kann das machen oder du kannst es tun. Ich kann das machen oder du kannst es tun. Willst du einen Apfel oder eine Orange? Willst du einen Apfel oder eine Orange? Ist das dein Stift oder ist das meiner? Ist das dein Stift oder ist das meiner? 5. Und wird verwendet, um zwei Sätze zu verbinden, die verbundene oder fortlaufende Gedanken ausdrücken. Ich esse Brot und Käse. Ich esse Brot und Käse. Er liest ein Buch und trinkt Wasser. Er liest ein Buch und trinkt Wasser. Wir gehen spazieren und kaufen Obst. Wir gehen spazieren und kaufen Obst. Sie mag tanzen und singen. Sie mag tanzen und singen. Der Hund ist groß und braun. Der Hund ist groß und braun. Ich kaufe Brot und Milch. Ich kaufe Brot und Milch. Lasst uns zusammen üben. Verbindet die Sätze mit der passenden Konjunktion. Ich möchte ins Kino gehen. Ich habe keine Zeit. 2. Wir können entweder einen Film sehen. Ein Buch lesen. 3. Sie ist krank. Sie geht zur Arbeit. 3. Ich mache meine Hausaufgaben. Spiele Videospiele. 4. Sie isst keine Pizza. Pasta. 5. Ich gehe ins Café. Es regnet draußen. Eins. Ich möchte ins Kino gehen, aber ich habe keine Zeit. 2. Wir können entweder einen Film sehen oder ein Buch lesen. 3. Sie ist krank, aber sie geht zur Arbeit. 3. Ich mache meine Hausaufgaben und spiele Videospiele. 4. Sie isst keine Pizza, sondern Pasta. 5. Ich gehe ins Café, denn es regnet draußen. Konjunktion, das. Jetzt hören wir dieses Gespräch zwischen den Gästen und dem Kellner. Bemerken Sie die Konjunktion das. Gut, dass du reserviert hast. Es ist ziemlich voll hier. Ja, ja. Was nimmst du? Ich denke, dass ich den Fisch nehme. Ich hasse Fisch. Ich hoffe, dass Sie Schnitzel haben. Ich nehme auch Kartoffelsalat. Der Salat schmeckt hier sehr gut. Jetzt lernen wir die Konjunktion, das. Hier sind ein paar Beispiele. Gut, dass du reserviert hast. Ich denke, dass ich den Fisch nehme. Ich hoffe, dass Sie Schnitzel haben. Das bildet Nebensätze. Im Nebensatz steht das konjugierte Verb immer am Ende. In der deutschen Sprache wird die Konjunktion das verwendet, um Nebensätze einzuleiten. Der Nebensatz gibt zusätzliche Informationen über den Hauptsatz. Das Verb im Nebensatz steht am Ende. Mit das äußert man zum Beispiel:
Seine Meinung. Ich glaube, dass mir der Job Spaß macht. Ich glaube, dass mir der Job Spaß macht. Ich denke, dass dieses Restaurant sehr gut ist. Ich denke, dass dieses Restaurant sehr gut ist. Ich finde, dass der Film sehr spannend ist. Ich finde, dass der Film sehr spannend ist. Ich hoffe, dass ich den Test bestehe. Ich hoffe, dass ich den Test bestehe. Wir wissen, dass Deutsch nicht einfach ist. Wir wissen, dass Deutsch nicht einfach ist. Ich meine, dass der Kuchen lecker ist. Ich meine, dass der Kuchen lecker ist. Ich bin sicher, dass wir pünktlich ankommen. Ich bin sicher, dass wir pünktlich ankommen. Mit das Sätzen berichtet man über etwas. Er sagt, dass ihm der Job Spaß macht. Er sagt, dass ihm der Job Spaß macht. Er hat gesagt, dass er morgen nicht zur Arbeit kommt. Er hat gesagt, dass er morgen nicht zur Arbeit kommt. Er schreibt, dass er morgen kommen kann. Er schreibt, dass er morgen kommen kann. Er hat geschrieben, dass er nächste Woche im Urlaub ist. Er hat geschrieben, dass er nächste Woche im Urlaub ist. Sie hat mir gesagt, dass sie das Geschenk mag. Sie hat mir gesagt, dass sie das Geschenk mag. Sie hofft, dass das Wetter morgen besser wird. Sie hofft, dass das Wetter morgen besser wird. Er sagt, dass er heute krank ist. Er sagt, dass er heute krank ist. Sie hat gesagt, dass sie das Buch gelesen hat. Sie hat gesagt, dass sie das Buch gelesen hat. Wenn wir das Sätze als Nominativergänzung verwenden, beginnen wir den Hauptsatz mit dem Wort es, wenn der Nebensatz nach dem Hauptsatz kommt. In diesem Kontext steht es an der ersten Position im Hauptsatz. Beispiele. Es ist schade, dass das Wetter so schlecht ist. Es ist schade, dass das Wetter so schlecht ist. Es freut mich, dass du die Prüfung bestanden hast. Es freut mich, dass du die Prüfung bestanden hast. Es ist wichtig, dass du pünktlich kommst. Es ist wichtig, dass du pünktlich kommst. Es ärgert mich, dass du immer zu spät kommst. Es ärgert mich, dass du immer zu spät kommst.
Es tut mir leid, dass du deinen Job verloren hast. Es tut mir leid, dass du deinen Job verloren hast. Es ist nicht schön, dass Herr Proll seine Nachbarn beleidigt hat. Es ist nicht schön, dass Herr Proll seine Nachbarn beleidigt hat. Es stimmt nicht, dass er sie geschlagen hat. Es stimmt nicht, dass er sie geschlagen hat. Es gefällt mir, dass du endlich mal dein Zimmer aufräumst. Es gefällt mir, dass du endlich mal dein Zimmer aufräumst. Es wundert mich nicht, dass der Sohn von Herbert Drogen nimmt. Es wundert mich nicht, dass der Sohn von Herbert Drogen nimmt. Bist du dir sicher, dass er kommt? Bist du dir sicher, dass er kommt? Ja, ich bin mir sicher, dass er pünktlich kommt. Ja, ich bin mir sicher, dass er pünktlich kommt. Ich finde, dass die Musik super ist. Ich finde, dass die Musik super ist. Findest du es gut, dass man hier rauchen darf? Findest du es gut, dass man hier rauchen darf? Martina sagt, dass das Essen gestern gut geschmeckt hat. Martina sagt, dass das Essen gestern gut geschmeckt hat. Lasst uns zusammen üben. Sarah und Alexander gehen in den Urlaub. Sie bereiten sich für die Reise vor. Ergänzen Sie die folgenden Sätze. Bist du sicher, dass du den Pass eingesteckt hast? Ich glaube, dass das Licht im Keller noch an ist. Hast du den Nachbarn gesagt, dass wir eine Woche weg sind? Bist du sicher, dass alle Fenster zu sind? Ich habe doch gesagt, dass ich alle Fenster zugemacht habe. 1. Verwendung von wenn für die Zeit, wann. Wenn wird verwendet, um über Ereignisse zu sprechen, die sich wiederholen oder zu einer bestimmten Zeit stattfinden. 2. Verwendung von wenn für Konditionalsätze, falls. Wenn wird auch verwendet, um Bedingungen auszudrücken. Es bedeutet if auf Englisch.
1. Konditionalsätze geben eine Bedingung an. 2. Die entsprechenden Fragewörter lauten: Wann und unter welcher Bedingung? 3. Ein Bedingungssatz gleich Konditionalsatz ist ein Nebensatz. 4. Es gibt im Nebensatz eine Bedingung und im Hauptsatz eine Folge. Sätze mit wenn geben eine Bedingung an. Sie antworten auf die Frage, wann oder unter welcher Bedingung. Satzstruktur. Komme und wenn und Subjekt und Ergänzung und Verb. Oder wenn und Subjekt und Ergänzung und Verb und Komme und Verb. Sie können vor oder nach dem Hauptsatz stehen. Hier sind ein paar Beispiele. Wenn er Urlaub hat, schläft er lange. Wenn er Urlaub hat, schläft er lange. Vor dem Hauptsatz. Er schläft lange, wenn er Urlaub hat. Er schläft lange, wenn er Urlaub hat. Nach dem Hauptsatz. Sätze mit wenn sind Nebensätze. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meine Lehrerin. Wenn ich etwas nicht verstehe, frage ich meine Lehrerin. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Er ärgert sich, wenn er länger arbeiten muss. Er ärgert sich, wenn er länger arbeiten muss. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe. Ich rufe dich an, wenn ich Zeit habe. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wenn ich ein Geschenk bekomme, bin ich glücklich. Wenn ich ein Geschenk bekomme, bin ich glücklich. Das konjugierte Verb steht an letzter Stelle. Wann ärgern Sie sich? Wann ärgern Sie sich? Ich ärgere mich, wenn ich meine Brille vergesse. Ich ärgere mich, wenn ich meine Brille vergesse. Wann bleibst du im Bett? Wann bleibst du im Bett? Ich bleibe im Bett, wenn ich krank bin. Ich bleibe im Bett, wenn ich krank bin. Wann hilft Tom Laura? Wann hilft Tom Laura? Er hilft ihr, wenn er Zeit hat. Er hilft ihr, wenn er Zeit hat. Was machst du, wenn du traurig bist? Was machst du, wenn du traurig bist? Wenn ich traurig bin, treffe ich Freunde. Wenn ich traurig bin, treffe ich Freunde.
Wenn du Zeit hast, können wir uns treffen. Wenn du Zeit hast, können wir uns treffen. Wenn du lernst, wirst du die Prüfung bestehen. Wenn du lernst, wirst du die Prüfung bestehen. Wenn ich Hunger habe, esse ich eine Pizza. Wenn ich Hunger habe, esse ich eine Pizza. Wenn ich nichts zu essen habe, gehe ich einkaufen. Wenn ich nichts zu essen habe, gehe ich einkaufen. Wir gehen an den Strand. Die Sonne scheint. Ich möchte das jetzt mit wenn verbinden. Wir gehen an den Strand, wenn die Sonne scheint. Wir gehen an den Strand, wenn die Sonne scheint. Wenn die Sonne scheint, gehen wir an den Strand. Wenn die Sonne scheint, gehen wir an den Strand. Ich kann dir helfen. Du sagst mir, was das Problem ist. Ich kann dir helfen, wenn du mir sagst, was das Problem ist. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. Wenn du mir sagst, was das Problem ist, kann ich dir helfen. In diesem Video möchte ich die Temporalsätze mit wenn und als vorstellen. Temporalsätze bedeuten, dass man Sätze bildet, die über die Zeit berichten, und wenn und als werden uns dabei helfen. Viel Spaß! Im Deutschen sind wenn und als Konnektoren, die verwendet werden, um Nebensätze einzuleiten. Aber es gibt Unterschiede in der Art und Weise, wie sie verwendet werden. Lassen Sie uns den Unterschied zwischen ihnen erklären. 1. Wenn. Wenn wird in 2 Hauptfällen verwendet. Für wiederholte Ereignisse in der Vergangenheit. Für Ereignisse, die in der Gegenwart oder Zukunft stattfinden. Beispiel: Für die Gegenwart oder Zukunft. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Wenn ich Zeit habe, gehe ich ins Kino. Beispiel: Für wiederholte Ereignisse in der Vergangenheit. Wenn wir früher Urlaub hatten, fuhren wir immer ans Meer. Wenn wir früher Urlaub hatten, fuhren wir immer ans Meer. 2. Als. Als wird nur für Ereignisse verwendet, die einmal in der Vergangenheit stattgefunden haben. Beispiel: Für ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit. Als ich in Deutschland war, habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Als ich in Deutschland war, habe ich viele neue Freunde kennengelernt. Wir benutzen wenn und als, wenn wir Nebensätze einleiten wollen. Das heißt, es sind dann temporale Sätze für uns. Als benutzen wir, wenn wir über die Vergangenheit berichten wollen. Etwas ist in der Vergangenheit passiert. Als ich 10 Jahre alt war, war ich in Berlin. Als ich 10 Jahre alt war, war ich in Berlin.
Wenn benutzen wir, wenn wir über die Gegenwart oder Zukunft berichten wollen. Wenn ich Hunger habe, koche ich Suppe. Wenn ich Hunger habe, koche ich Suppe. Wenn er kommt, rufe ich dich an. Wenn er kommt, rufe ich dich an. Also eigentlich beantworten wir beiden Situationen die Frage wann passiert etwas? Was ist meine Bedingung und was ist meine Folge? Das möchten wir jetzt näher kennenlernen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine Freundin zum ersten Mal getroffen. Als ich 18 Jahre alt war, habe ich meine Freundin zum ersten Mal getroffen. Als ich gestern einen Unfall hatte, war ich schwer verletzt. Als ich gestern einen Unfall hatte, war ich schwer verletzt. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Wenn du nach Hause kommst, ruf mich an. Immer wenn ich mit der U-Bahn fahre, finde ich nie einen Sitzplatz. Immer wenn ich mit der U-Bahn fahre, finde ich nie einen Sitzplatz. Als ich ein Kind war, habe ich gern Sandburgen gebaut. Als ich ein Kind war, habe ich gern Sandburgen gebaut. Es hat den ganzen Tag geregnet, als meine Eltern geheiratet haben. Es hat den ganzen Tag geregnet, als meine Eltern geheiratet haben. Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich eine Schultüte bekommen. Als ich in die Schule gekommen bin, habe ich eine Schultüte bekommen. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mit Deutschlernen angefangen. Als ich mit dem Studium fertig war, habe ich mit Deutschlernen angefangen. Lasst uns zusammen üben. Wir wollen alle Deutsch lernen, aber wie kann man eine Fremdsprache lernen? Lasst uns diese Geschichte hören. Bemerken Sie die Wenn- und Als-Sätze. Es war einmal ein Junge namens Tom. Als er ein Kind war, wollte er Deutsch lernen. Wenn er abends nach Hause kam, setzte er sich an seinen Schreibtisch und öffnete sein Lehrbuch. Als er die ersten Wörter las, fand er es schwierig, sie auszusprechen. Er übte jeden Abend und mit der Zeit verbesserte sich sein Akzent. Eines Tages, als er in der Schule Deutsch hatte, wurde er aufgerufen, vor der Klasse zu sprechen. Er war nervös, aber er wusste, dass er hart gearbeitet hatte. Als er anfing zu sprechen, waren alle beeindruckt von seiner Fähigkeit, die Sprache fließend zu sprechen. Eines Tages, als er in der Schule Deutsch hatte, wurde er aufgerufen, vor der Klasse zu sprechen. Er war nervös, aber er wusste, dass er hart gearbeitet hatte. Als er anfing zu sprechen, waren alle beeindruckt von seiner Fähigkeit, die Sprache fließend zu sprechen. Als er 20 Jahre alt war, ging er nach Deutschland auf eine Sprachreise. Wenn er durch die Straßen ging, konnte er sich mit den Einheimischen unterhalten und verstand alles, was sie sagten. Als er nach Hause zurückkehrte, war er stolz auf seine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen und beschloss, Germanistik zu studieren. Als er 20 Jahre alt war, ging er nach Deutschland auf eine Sprachreise.
Wenn er durch die Straßen ging, konnte er sich mit den Einheimischen unterhalten und verstand alles, was sie sagten. Als er nach Hause zurückkehrte, war er stolz auf seine Fähigkeit, Deutsch zu sprechen und beschloss, Germanistik zu studieren. Heute lernen wir indirekte Fragen. Indirekte Fragen sind eine Art, eine Frage zu stellen, ohne sie direkt zu formulieren. Stattdessen werden sie in Form einer Aussage oder Bitte formuliert. Hier sind einige Regeln und Beispiele für indirekte Fragen. Wie spät ist es? Direkte Frage. Wie bitte? Ich möchte gern wissen, wie spät es ist. Indirekte Frage. Zusätzlich ist es wichtig zu beachten, dass bei indirekten Fragen die Satzstellung anders ist und oft das Verb am Ende steht. Indirekte Fragen werden häufig in höflichen Gesprächen verwendet, um den Ton zu mildern und respektvoller zu wirken. Wir kennen schon W-Fragen und Ja- oder Nein-Fragen. W-Fragen beginnen oft mit einem W-Wort wie zum Beispiel wie, woher, was, wann und so weiter. Ja- oder Nein-Fragen beginnen immer mit einem Verb und die Antwort ist meist Ja oder Nein. Heißt du? Kommst du aus? Ist das? Fängt der Kurs am Donnerstag an? Verb. Indirekte Fragen sind Fragen, die nicht direkt gestellt werden. 1. Verwendung von ob. Wenn du Fragen stellst, die mit Ja oder Nein beantwortet werden können, verwendest du ob. Beispiel: Direkte Frage. Kommst du heute? Indirekte Frage. Ich weiß nicht, ob du heute kommst. Ich weiß nicht, ob du heute kommst. 2. Verwendung von Fragewörtern. Wenn du Fragewörter wie wer, was, wo, wann und wie verwendest, bildest du indirekte Fragen. Beispiel: Direkte Frage. Wo ist der Bahnhof? Indirekte Frage. Ich möchte wissen, wo der Bahnhof ist. Ich möchte wissen, wo der Bahnhof ist. 3. Satzstellung. In indirekten Fragen steht das Verb am Ende der Frage. Beispiel: Ich frage mich, wie er heißt. Ich frage mich, wie er heißt. 4. Kein Fragezeichen. Am Ende einer indirekten Frage steht kein Fragezeichen. Beispiel: Ich möchte wissen, wann der Film beginnt. Ich möchte wissen, wann der Film beginnt. 5. Höflichkeit. Indirekte Fragen werden oft in formellen oder höflichen Kontexten verwendet. Beispiel: Kannst du mir sagen, was du morgen machst? Kannst du mir sagen, was du morgen machst? Wie lerne ich schnell Deutsch? Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Ich möchte wissen, wie ich schnell Deutsch lerne. Indirekte Fragen sind Nebensätze, das konjugierte Verb steht am Satzende. Wie komme ich zum Bahnhof? Wie bitte? Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme?
Könnten Sie mir sagen, wie ich zum Bahnhof komme? Wann beginnt der Deutschkurs? Darf ich fragen, wann der Deutschkurs beginnt? Darf ich fragen, wann der Deutschkurs beginnt? Kannst du gut malen? Ich frage mich, ob du gut malen kannst. Ich frage mich, ob du gut malen kannst. Wohnst du gern in der Stadt? Ich möchte wissen, ob du gern in der Stadt wohnst. Ich möchte wissen, ob du gern in der Stadt wohnst. Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Gäste schon angekommen sind? Könnten Sie mir bitte sagen, ob die Gäste schon angekommen sind? Unser Chef möchte wissen, ob Herr Klein die Präsentation vorbereitet hat. Unser Chef möchte wissen, ob Herr Klein die Präsentation vorbereitet hat. Ich weiß nicht, wann die Besprechung anfängt. Ich weiß nicht, wann die Besprechung anfängt. Lasst uns zusammen üben. Lasst uns dieses Gespräch hören und die indirekten Fragen bemerken. Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Guten Tag, ich suche ein Zimmer für eine Nacht. Ich möchte wissen, ob Sie noch Verfügbarkeit haben. Ich möchte wissen, ob Sie noch Verfügbarkeit haben. Ja, gerne. Darf ich fragen, für wie viele Personen Sie das Zimmer benötigen? Ja, gerne. Darf ich fragen, für wie viele Personen Sie das Zimmer benötigen? Für mich allein. Für mich allein. Wissen Sie? Ich würde gern wissen. Ich habe vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe keine Ahnung. Hast du eine Idee? Können Sie mir sagen? Kannst du mich darüber informieren? Falls. Was bedeutet falls? Das Wort falls ist eine unterordnende Konjunktion und wird verwendet, um eine Bedingung oder Möglichkeit auszudrücken. Es hat eine ähnliche Bedeutung wie wenn, aber es betont, dass die Bedingung unsicher ist oder nur eine Möglichkeit darstellt. Satzstruktur mit falls. Ein Satz mit falls besteht aus einem Nebensatz, Fallsatz und einem Hauptsatz. Struktur: Falls plus Nebensatz, Verb am Ende, Hauptsatz, Verb an Position 2. Alternative Struktur: Hauptsatz,
Falls plus Nebensatz, Verb am Ende. Beispiele. Falls es morgen regnet, bleiben wir zu Hause. Falls es morgen regnet, bleiben wir zu Hause. Bleiben wir zu Hause, falls es morgen regnet. Bleiben wir zu Hause, falls es morgen regnet. Bedingung mit Unsicherheit. Falls er anruft, sag ihm, dass ich beschäftigt bin. Falls er anruft, sag ihm, dass ich beschäftigt bin. Alternative zu wenn mit Unsicherheit. Falls du eine Frage hast, kannst du mich fragen. Falls du eine Frage hast, kannst du mich fragen. Bedingung für eine Entscheidung. Falls du Lust hast, gehen wir ins Kino. Falls du Lust hast, gehen wir ins Kino. Bedingung mit negativen Konsequenzen. Falls du zu spät kommst, beginnt das Meeting ohne dich. Falls du zu spät kommst, beginnt das Meeting ohne dich. Bedingung mit einer Möglichkeit in der Zukunft. Falls ich die Prüfung bestehe, mache ich eine Reise. Falls ich die Prüfung bestehe, mache ich eine Reise. Fazit: Wann benutzt man falls? Wenn eine Bedingung unsicher ist. Wenn man über eine Möglichkeit spricht. Wenn man eine Entscheidung von einer unsicheren Bedingung abhängig macht. Merke dir, falls gleich wenn, aber mit mehr Unsicherheit. Unterschied zwischen falls und wenn. Falls wird benutzt, wenn man unsicher ist, ob die Bedingung erfüllt wird. Wenn wird benutzt, wenn die Bedingung wahrscheinlich oder regelmäßig passiert. Beispiel: Falls du Zeit hast, komm vorbei. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Falls du Zeit hast, komm vorbei. Ich weiß nicht, ob du Zeit hast. Wenn du Zeit hast, komm vorbei. Ich gehe davon aus, dass du Zeit haben wirst. Wenn du Zeit hast, komm vorbei. Ich gehe davon aus, dass du Zeit haben wirst. Weil verbindet den Grund direkt mit der Folge in einem einzigen Satz, wobei das Verb am Ende des Satzes steht. Sie hat Rückenschmerzen. Es ist ein Grund. Und die Folge. Maria geht zum Arzt. Also, wie bilden wir dann einen Satz mit weil? Maria geht zum Arzt, weil sie Rückenschmerzen hat.
Maria geht zum Arzt, weil sie Rückenschmerzen hat. Hier steht das Subjekt sie nach der Konjunktion und das Verb steht am Ende des Satzes. Und achtet wieder darauf, dass das Verb im Hauptsatz an zweiter Stelle steht. Beispiele: Warum hast du den Rasen nicht gemäht? Warum hast du den Rasen nicht gemäht? Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil der Rasenmäher kaputt gegangen ist. Ich konnte den Rasen nicht mähen, weil der Rasenmäher kaputt gegangen ist. Weshalb bist du nicht in die Schule gegangen? Weshalb bist du nicht in die Schule gegangen? Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Ich bin heute nicht in die Schule gegangen, weil ich starke Kopfschmerzen hatte. Weswegen weint das kleine Mädchen? Weswegen weint das kleine Mädchen? Es weint, weil es Angst vor dem großen Hund hat. Es weint, weil es Angst vor dem großen Hund hat. Wieso freut sie sich so? Wieso freut sie sich so? Sie freut sich so, weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Sie freut sich so, weil sie eine wichtige Prüfung bestanden hat. Aus welchem Grund hat er das Feuer angezündet? Aus welchem Grund hat er das Feuer angezündet? Er hat das Feuer angezündet, weil er neugierig war. Er hat das Feuer angezündet, weil er neugierig war. Hallo, Anna. Wie geht es dir? Oh, es geht. Was ist denn los? Ich muss morgen ins Krankenhaus. Oh, das tut mir leid. Ich hoffe, du hast nichts Schlimmes. Naja, es ist mein Fuß. Ich kann nicht mehr richtig laufen und habe oft Schmerzen. Die Operation ist am Donnerstag. Hast du Angst? Ja, schon. Der Arzt sagt, das ist keine große Sache. Ich mache mir Sorgen. Ja, das verstehe ich gut. Weißt du, ich gehe ja wirklich gerne wandern und joggen. Ich glaube, du kannst dem Arzt vertrauen. Bestimmt ist bald alles wieder in Ordnung. Anna hat Angst, weil sie oft Schmerzen hat. Anna hat Angst, weil sie oft Schmerzen hat. Anna hat Angst, weil sie ins Krankenhaus gehen muss. Anna hat Angst, weil sie ins Krankenhaus gehen muss. Anna hat Angst, weil sie eine Operation haben wird. Anna hat Angst, weil sie eine Operation haben wird. Weil ist eine Konjunktion, die einen Nebensatz einleitet. Im Nebensatz steht das Verb am Ende. Hallo liebe Deutschlerner. Willkommen zu einem neuen spannenden Video. Heute sprechen wir über das Wort da, ein kleines Wort mit vielen Bedeutungen. Wann benutzt man da für Orte, Zeit oder als Konjunktion? Und was bedeutet, da haben wir aber Glück gehabt? Keine Sorge, ich erkläre es euch mit vielen Beispielen. Also bleibt dran und lasst uns gemeinsam lernen. Alle Bedeutungen von da mit Übersetzungen.
Das Wort da wird im Deutschen sehr häufig verwendet und hat je nach Kontext unterschiedliche Bedeutungen. Hier sind die wichtigsten Verwendungen mit Beispielen und Übersetzungen. 1. Da als Ortsangabe, Adverb für einen Ort. Bedeutung: Da wird verwendet, um auf einen bestimmten Ort hinzuweisen oder die Frage wohin zu beantworten. Beispiele. Ich wohne da. Ich wohne da. Bleib da stehen. Bleib da stehen. Schau mal, da ist dein Freund. Schau mal, da ist dein Freund. Ich war noch nie da. Ich war noch nie da. Hinweis: Wenn du auf einen weiter entfernten Ort hinweisen möchtest, kannst du statt da auch dort verwenden. Ich war da. Ich war dort. Da als Zeitangabe, Adverb für eine Zeit. Bedeutung: Da kann sich auf einen bestimmten Moment in der Vergangenheit oder Zukunft beziehen. Beispiele. Ich war da noch ein Kind. Ich war da noch ein Kind. Da begann der Regen. Da begann der Regen. Ich habe dich da zum ersten Mal gesehen. Ich habe dich da zum ersten Mal gesehen. 3. Da als Konjunktion mit der Bedeutung weil, Grund, Ursache. Bedeutung: Da kann als Konjunktion weil ersetzen und bedeutet weil. Es steht meist am Satzanfang. Beispiele. Da es regnet, bleiben wir zu Hause. Da es regnet, bleiben wir zu Hause. Da ich müde bin, gehe ich schlafen. Da ich müde bin, gehe ich schlafen. Da er krank war, konnte er nicht kommen. Da er krank war, konnte er nicht kommen. Hinweis: Da kann durch weil ersetzt werden, aber weil steht nach dem Hauptsatz, während da am Satzanfang steht. Ich bleibe zu Hause, weil es regnet. Da es regnet, bleibe ich zu Hause. 4. Da mit dem Verb sein zur Anwesenheitsangabe, Existenz, Anwesenheit. Bedeutung: Da zeigt an, dass eine Person oder eine Sache an einem bestimmten Ort existiert. Beispiele. Ist dein Bruder da? Ist dein Bruder da? Ich bin gleich da. Ich bin gleich da.
Der Chef ist gerade nicht da. Der Chef ist gerade nicht da. Hinweis. Man kann mit da nach einer Person fragen, ohne einen bestimmten Ort zu nennen. Ist Peter da? Ist Peter hier? 5. Da als Füllwort, Füllwort ohne spezielle Bedeutung. Bedeutung. Manchmal wird da einfach als Verstärkung oder Füllwort ohne eine klare Bedeutung verwendet. Beispiele. Da haben wir aber Glück gehabt. Da haben wir aber Glück gehabt. Was ist da los? Was ist da los? Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen. Zusammenfassung der Bedeutungen von da. Verwendung von da. Beispiele. Ort, wo? Ich war da. Zeit, wann? Da begann der Regen. Grund, weil. Da ich müde bin, gehe ich schlafen. Existenz, Anwesenheit. Der Chef ist nicht da. Füllwort, ohne Bedeutung. Da haben wir aber Glück gehabt. Tipps zum Lernen von da. Übe Sätze mit da in verschiedenen Kontexten, um zu verstehen, wie sich die Bedeutung ändert. Beobachte, wann da als Adverb, Orts, Zeitangabe und wann als Konjunktion, weil, verwendet wird. Versuche, da durch weil oder dort zu ersetzen, um den Unterschied im Sinn zu erkennen. Obwohl und trotzdem. 1. Obwohl. Obwohl ist eine Konjunktion, die zwei Sätze verbindet, um einen Widerspruch in den Gedanken oder Ereignissen auszudrücken. Wenn wir obwohl verwenden, zeigen wir, dass das Hauptgeschehen passiert, obwohl ein Grund vorhanden ist, der es eigentlich verhindern könnte. Satzstruktur. Mit obwohl haben wir zwei Sätze. Hauptsatz, die Hauptaussage enthält das Hauptereignis. Nebensatz, Widerspruch beginnt mit obwohl und drückt eine Idee oder ein Ereignis aus, das im Gegensatz zur Hauptaussage steht. Im Nebensatz mit obwohl steht das Verb immer am Ende, während das Verb im Hauptsatz seine übliche Position behält. Regeln. Wenn der Nebensatz zuerst kommt, steht obwohl am Anfang, trennen wir die Sätze mit einem Komma. Beispiel: Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Obwohl es kalt ist, geht sie schwimmen. Wenn der Hauptsatz zuerst kommt, wird ein Komma vor den Nebensatz gesetzt. Beispiel: Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Sie geht schwimmen, obwohl es kalt ist. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Obwohl er viel zu tun hat, hilft er mir. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Sie lacht, obwohl sie traurig ist. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut.
Zusätzliche Hinweise. Obwohl wird oft verwendet, um eine Herausforderung oder Widerstand gegen eine bestimmte Situation auszudrücken und zeigt oft den Wunsch, etwas trotz Schwierigkeiten fortzusetzen. Die Satzstruktur mit obwohl ist flexibel, jedoch muss das Verb immer am Ende des Nebensatzes stehen. 2 trotzdem. Trotzdem ist ein Adverb, das ebenfalls einen Widerspruch ausdrückt, jedoch die Sätze nicht direkt verbindet wie obwohl. Trotzdem gilt als indirektes Verbindungsmittel, das auf einen Widerspruch zum vorherigen Satz hinweist, ohne die Verposition im folgenden Satz zu ändern. Satzstruktur. Bei der Verwendung von trotzdem werden die beiden Sätze entweder durch ein einfaches Komma oder einen Punkt getrennt. Der Satz mit trotzdem wird oft als separater Satz geschrieben und beginnt in der Regel mit trotzdem, wobei das Verb direkt darauf folgt. Regeln. Der erste Satz ist unabhängig und trotzdem steht im zweiten Satz am Anfang. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Sie hat kein Geld. Trotzdem kauft sie das Buch. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Das Essen ist scharf. Trotzdem isst er alles. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Er ist krank. Trotzdem geht er zur Arbeit. Zusätzliche Hinweise. Die Verwendung von trotzdem zeigt die Haltung des Sprechers gegenüber dem vorherigen Ereignis. Zum Beispiel, wenn es regnet und dennoch jemand spazieren geht, zeigt dies vielleicht seine Entschlossenheit, diese Aktivität trotz der Umstände auszuüben. Trotzdem ist nützlich im Alltagsgespräch, um auf eine paradoxe Situation oder einen Widerstand gegen bestimmte Bedingungen hinzuweisen und ermöglicht mehr Flexibilität in der Satzgestaltung. Zusammenfassung. Obwohl wird als Konjunktion verwendet, um zwei Sätze zu verbinden und einen Widerspruch auszudrücken, wobei das Verb am Ende des Nebensatzes steht. Häufig wird obwohl am Anfang oder in der Mitte des Satzes verwendet, um einen logischen Gegensatz zwischen zwei Ideen darzustellen. Beispiel: Obwohl es regnet, geht er spazieren. Trotzdem wird als Adverb verwendet und steht am Anfang des zweiten Satzes, wobei das Verb seine normale Position nach trotzdem behält. Das macht es flexibler und einfacher in getrennten Sätzen zu verwenden. Beispiel: Es regnet. Trotzdem geht er spazieren. Beispiele. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Obwohl er Angst hat, springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Er hat Angst. Trotzdem springt er ins Wasser. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Obwohl das Auto alt ist, fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Das Auto ist alt. Trotzdem fährt es gut. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Obwohl sie viel zu tun hat, hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir. Sie hat viel zu tun. Trotzdem hilft sie mir.
Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Obwohl er müde ist, arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Er ist müde. Trotzdem arbeitet er weiter. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Obwohl sie krank ist, geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Sie ist krank. Trotzdem geht sie zur Schule. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Obwohl es spät ist, bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Es ist spät. Trotzdem bleibt er noch wach. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Obwohl sie nicht viel Geld hat, kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid. Sie hat nicht viel Geld. Trotzdem kauft sie das teure Kleid. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute beschäftigen wir uns mit einem sehr wichtigen Thema in der deutschen Sprache, Konnektoren, genauer gesagt mit den Verbindungswörtern. Deshalb, deswegen, darum, daher und so das. Diese kleinen Wörter helfen dir, deine Sätze besser zu strukturieren und dich klarer auszudrücken. Am Ende dieses Videos wirst du den Unterschied zwischen ihnen kennen und wissen, wann du welches Wort benutzen solltest. Zuerst, deshalb, deswegen, darum, daher alle bedeuten, deshalb, aus diesem Grund, als Folge von etwas. Sie sind alle Adverbien und stehen im zweiten Satz und beeinflussen die Wortstellung im Satz. Satzstruktur, Hauptsatz, plus Konnektor, plus Verb, plus Subjekt plus. Jetzt lernen wir deshalb. Deshalb wird verwendet, um eine Folge in einem separaten Satz auszudrücken, der dem Satz mit dem Grund folgt, wobei das Verb direkt nach deshalb kommt. Ich arbeite heute nicht, deshalb habe ich Zeit. Hier formuliere ich mit deshalb meine Folge, also ich habe Zeit ist die Folge. Ich achte darauf, dass mein Verb auf Position 2 ist und das Subjekt auf Position 3. Ich arbeite heute nicht ist mein Grund. Das Gleiche gilt auch bei Modalverben. Ich kann nicht kochen, deshalb müssen wir Pizza bestellen. Hier formuliere ich mit deshalb die Folge. Und auf Position 2 steht mein Modalverb. Dann kommt mein Subjekt. Und am Ende des Satzes steht mein Verb. Beispiele: Er ist sehr krank, deshalb geht er heute nicht zur Arbeit. Er ist sehr krank, deshalb geht er heute nicht zur Arbeit. Ich lerne Deutsch, deshalb gehe ich in die Sprachschule. Ich lerne Deutsch, deshalb gehe ich in die Sprachschule. Wir haben morgen eine Prüfung, deshalb müssen wir uns sehr gut vorbereiten. Wir haben morgen eine Prüfung, deshalb müssen wir uns sehr gut vorbereiten. Ich will nach Deutschland fahren, deshalb muss ich Deutsch lernen. Ich will nach Deutschland fahren, deshalb muss ich Deutsch lernen. Karl mag seine Ruhe,
deshalb wohnt er alleine. Karl mag seine Ruhe, deshalb wohnt er alleine. Mein Auto ist kaputt, deshalb musste ich mit dem Bus fahren. Mein Auto ist kaputt, deshalb musste ich mit dem Bus fahren. Wer sieht was im Fernsehen? Bilden Sie Sätze und verbinden Sie die Sätze mit deshalb. Georg, Krimis, mögen. Er, keine Krimiserie, verpassen. Georg mag Krimis, deshalb verpasst er keine Krimiserie. Laura, alle Fernsehsendungen, mögen. Sie, immer vor den Fernseher sitzen. Laura mag alle Fernsehsendungen, deshalb sitzt sie immer vor dem Fernseher. 2 deswegen. Bedeutung fast wie deshalb, etwas formeller. Es regnet, deswegen nehme ich einen Regenschirm. Es regnet, deswegen nehme ich einen Regenschirm. Er war müde, deswegen ist er früh ins Bett gegangen. Er war müde, deswegen ist er früh ins Bett gegangen. 3 darum. Bedeutung oft im gesprochenen Deutsch. Ich habe nichts gegessen, darum habe ich Hunger. Ich habe nichts gegessen, darum habe ich Hunger. Ich habe viel gelernt, darum habe ich die Prüfung bestanden. Ich habe viel gelernt, darum habe ich die Prüfung bestanden. 4 daher. Bedeutung etwas gehobener oder literarisch. Der Zug ist verspätet, daher kommen wir später. Der Zug ist verspätet, daher kommen wir später. Er ist erkältet, daher kann er nicht kommen. Er ist erkältet, daher kann er nicht kommen. 5, sodass. Bedeutung zeigt eine Konsequenz als Nebensatz, Subjunktion. Es war laut, sodass ich nicht schlafen konnte. Es war laut, sodass ich nicht schlafen konnte. Es hat stark geregnet, sodass wir zu Hause geblieben sind. Es hat stark geregnet, sodass wir zu Hause geblieben sind. Zusätzliche Beispiele. Er hat viel trainiert, deshalb hat er den Marathon gewonnen. Er hat viel trainiert, deshalb hat er den Marathon gewonnen. Ich hatte keine Zeit, deswegen habe ich nicht angerufen. Ich hatte keine Zeit, deswegen habe ich nicht angerufen. Wir hatten kein Geld, darum sind wir zu Hause geblieben. Wir hatten kein Geld, darum sind wir zu Hause geblieben. Es war zu spät, daher haben wir ein Taxi genommen.
Es war zu spät, daher haben wir ein Taxi genommen. Der Lehrer sprach langsam, sodass alle verstehen konnten. Der Lehrer sprach langsam, sodass alle verstehen konnten. Wichtige Hinweise. Deshalb, deswegen, darum, daher diese Adverbien drücken eine Folge, Ergebnis, aus und stehen meistens nach dem Komma am Anfang des zweiten Satzes. So das verbindet zwei Sätze und leitet einen Folgesatz ein, der in der Mitte des Satzes steht. Diese Konnektoren drücken Grund oder Folge aus und werden sowohl in der formellen als auch in der alltäglichen Sprache sehr häufig verwendet. Tipp: Versuche, eigene Sätze mit diesen Konnektoren zu schreiben, um sie gut zu üben. Herzlich willkommen zu einem neuen Deutschvideo. Heute lernst du, wie man Ziele und Absichten mit damit und zu ausdrückt. Diese Strukturen sind sehr wichtig im Alltag, beim Schreiben und auch in Prüfungen wie Goethe A2 oder B1. Bleib dran, wir erklären alles einfach, mit vielen Beispielen, Erklärungen und Tipps. Was drücken damit und zu aus? Was ist das Ziel? Beide Konnektoren zeigen ein Ziel oder einen Zweck, Intention, Absicht. Damit und zu sind typische Finalsätze. Teil 1. Damit bei zwei verschiedenen Subjekten. Damit verwendet man, wenn im Hauptsatz und im Nebensatz zwei verschiedene Personen oder Subjekte vorkommen. Die Struktur Hauptsatz plus damit plus Nebensatz, Verb am Ende. Beispiele: Ich erkläre es dir, damit du es verstehst. Ich erkläre es dir, damit du es verstehst. Sie schreibt es auf, damit sie es nicht vergisst. Sie schreibt es auf, damit sie es nicht vergisst. Der Lehrer spricht laut, damit alle ihn hören. Der Lehrer spricht laut, damit alle ihn hören. Ich lerne viel, damit ich die Prüfung bestehe. Ich lerne viel, damit ich die Prüfung bestehe. Er spricht langsam, damit alle ihn verstehen. Er spricht langsam, damit alle ihn verstehen. Wir kaufen ein Geschenk, damit sie sich freut. Wir kaufen ein Geschenk, damit sie sich freut. Teil 2 zu bei gleichem Subjekt. Die Struktur Hauptsatz plus plus zu plus Infinitiv am Ende. Beispiele: Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Ich lerne Deutsch, um in Deutschland zu arbeiten. Wir sparen Geld, um ein Haus zu kaufen. Wir sparen Geld, um ein Haus zu kaufen. Sie steht früh auf, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Sie steht früh auf, um pünktlich zur Arbeit zu kommen.
Ich lerne viel, um die Prüfung zu bestehen. Ich lerne viel, um die Prüfung zu bestehen. Er spricht langsam, um verstanden zu werden. Er spricht langsam, um verstanden zu werden. Wir kaufen ein Geschenk, um ihr eine Freude zu machen. Wir kaufen ein Geschenk, um ihr eine Freude zu machen. Teil 3. Unterschied zwischen damit und zu. Punkt damit zu Subjekt verschiedene Subjekte, gleiches Subjekt, Verbform konjugiertes, Verb am Ende zu, plus Infinitiv Beispiel. Ich erkläre es dir, damit du lernst. Ich lerne, um die Prüfung zu bestehen. Stilneutral bis formell, oft stilistisch eleganter Verwendung, häufiger in Gesprächen und Dialogen, häufiger im schriftlichen Ausdruck. Teil 4. Weitere Varianten und Besonderheiten. 1. Verneinung. Man kann beide Sätze auch mit einer Negation verwenden. Ich lerne viel, damit ich nicht durchfalle. Ich lerne viel, um nicht durchzufallen. 2 Zeitformen. Die Zeitform im Nebensatz richtet sich nach dem Hauptsatz. Ich habe lange gearbeitet, damit wir genug Geld hatten. Ich arbeitete hart, um meine Familie zu unterstützen. Teil 5. Typische Verben, die oft mit zu verwendet werden. Verb lernen. Ich lerne, um zu bestehen. Sparen, ich spare, um ein Auto zu kaufen. Reisen, ich arbeite, um zu reisen. Üben, ich übe, um besser zu werden. Arbeiten, ich arbeite, um Geld zu verdienen. Teil 6. Redewendungen im Alltag. Er arbeitet hart, damit es seiner Familie gut geht. Er arbeitet hart, damit es seiner Familie gut geht. Ich trainiere jeden Tag, um gesund zu bleiben. Ich trainiere jeden Tag, um gesund zu bleiben. Teil 7. Übungen. Schreibe Sätze mit damit, wenn 2 Personen vorkommen, zu, wenn nur eine Person vorkommt. Beispiel: Ich koche, damit mein Bruder isst. Ich koche, damit mein Bruder isst. Ich koche, um zu essen. Ich koche, um zu essen. Teil 8. Zusammenfassung. Punkt damit zu unterschiedliche Subjekte, gleiches Subjekt, Satzstruktur, Nebensatz mit konjugiertem Verb, Infinitiv mit zu. Frage: Warum? Warum? Beispiel: Ich rufe dich an, damit du Bescheid weißt. Ich rufe an, um Bescheid zu wissen. Was sind Doppelkonjunktionen? Doppelkonjunktionen sind Konnektoren, die paarweise auftreten. Sie verbinden 2 Wörter oder 2 Teilsätze und geben dem Satz eine komplexere Bedeutung. Oft drücken sie eine Aufzählung aus
zum Beispiel sowohl als auch, einen Gegensatz, zum Beispiel entweder oder, eine Betonung oder Überraschung, zum Beispiel nicht nur, sondern auch. Teil 1. Nicht nur, sondern auch. Die Konjunktion nicht nur, sondern auch verwendet man, um zwei Dinge zu verbinden. Und das zweite ist oft überraschend oder zusätzlich. Beide Teile sollen grammatisch gleich aufgebaut sein. Also Nomen mit Nomen, Verb mit Verb oder Adjektiv mit Adjektiv. Grammatische Regel: Satzteilstruktur nicht nur plus, Nomen, Verb, Adjektiv, erster Teilsatz 1, sondern auch plus, gleiche Struktur, zweiter Teilsatz 2. Beide Teile müssen grammatisch gleich sein, also zum Beispiel Nomen mit Nomen, Verb mit Verb und so weiter. Wichtiger Hinweis. Nach, sondern auch, bleibt die Wortstellung wie im Hauptsatz. Es gibt keine Inversion. Das Verb bleibt an zweiter Stelle. Beispiele: Ich mag nicht nur Pizza, sondern auch Pasta. Ich mag nicht nur Pizza, sondern auch Pasta. Ich spreche nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Ich spreche nicht nur Deutsch, sondern auch Englisch. Er ist nicht nur freundlich, sondern auch klug. Er ist nicht nur freundlich, sondern auch klug. Er ist nicht nur freundlich, sondern auch zuverlässig. Er ist nicht nur freundlich, sondern auch zuverlässig. Sie lernt nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Sie lernt nicht nur Deutsch, sondern auch Französisch. Teil 2. Sowohl als auch. Die Konjunktion sowohl als auch bedeutet, dass zwei Dinge gemeinsam gelten. Sie ist neutral und wird oft in positiven Aussagen benutzt. Auch hier ist die Grammatik in beiden Teilen gleich. Grammatische Regel: Man verbindet mit dieser Struktur zwei gleichwertige Elemente. Das können Nomen, Verben oder Adjektive sein. Es gibt keine Inversion. Die Wortstellung bleibt wie im Hauptsatz. Wichtiger Hinweis. Diese Struktur ist immer positiv. Es gibt kein Nicht. Das Verb steht an zweiter Position, wie im normalen Hauptsatz. Beispiele: Sowohl meine Mutter als auch mein Vater sind Lehrer. Sowohl meine Mutter als auch mein Vater sind Lehrer. Er kann sowohl singen als auch tanzen. Er kann sowohl singen als auch tanzen. Die Wohnung ist sowohl modern als auch gemütlich. Die Wohnung ist sowohl modern als auch gemütlich. Ich mag sowohl Pizza als auch Pasta.
Ich mag sowohl Pizza als auch Pasta. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter arbeiten. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter arbeiten. Er ist sowohl freundlich als auch hilfsbereit. Er ist sowohl freundlich als auch hilfsbereit. Vergleich beider Konjunktionen. Konjunktion nicht nur, sondern auch. Bedeutung zusätzliche oder überraschende Info. Beispiel: Er spricht nicht nur Arabisch, sondern auch Deutsch. Konjunktion sowohl als auch. Bedeutung zwei Dinge. Gleichzeitig. Beispiel: Er spricht sowohl Arabisch als auch Deutsch. Nicht nur meine Schwester, sondern auch mein Bruder spricht sowohl Englisch als auch Französisch. Nicht nur meine Schwester, sondern auch mein Bruder spricht sowohl Englisch als auch Französisch. Nicht nur Anna, sondern auch Maria kommt heute. Nicht nur Anna, sondern auch Maria kommt heute. Sowohl Anna als auch Maria kommen heute. Sowohl Anna als auch Maria kommen heute. Fokusunterschied. Konjunktion. Nicht nur, sondern auch. Betonung auf die Überraschung oder zusätzliche Information. Sowohl als auch. Neutrale Aufzählung. Beide Elemente sind gleich wichtig. Teil 1. Zwar, aber. Bestätigung plus Einschränkung. Bedeutung: Zwar, aber wird benutzt, wenn man etwas zuerst bestätigt, dann aber einschränkt oder widerspricht. Typisch für Alltagssprache und Schreiben, Argumentation und Meinungsäußerung, Gegensätze in einem Satz klarmachen. Grammatik: Zwar steht im ersten Teilsatz, aber leitet den zweiten Teilsatz ein. Keine Inversion nach aber. Verb bleibt auf Position 2. Beispiele: Ich habe zwar Hunger, aber ich esse später. Ich habe zwar Hunger, aber ich esse später. Sie spricht zwar langsam, aber sehr deutlich. Sie spricht zwar langsam, aber sehr deutlich. Ich habe zwar keine Zeit, aber ich helfe dir trotzdem. Ich habe zwar keine Zeit, aber ich helfe dir trotzdem. Der Kurs ist zwar teuer, aber sehr gut. Der Kurs ist zwar teuer, aber sehr gut. Sie spricht zwar leise, aber sehr klar. Sie spricht zwar leise, aber sehr klar. China war für Adrian zwar fremd, aber interessant. China war für Adrian zwar fremd, aber interessant. Dieses Hotel gefällt mir nicht. Es ist zwar billig,
aber viel zu schmutzig und laut. Dieses Hotel gefällt mir nicht. Es ist zwar billig, aber viel zu schmutzig und laut. Zwar, jedoch ist ebenfalls eine Doppelkonjunktion, genau wie zwar, aber sie klingt formeller und wird oft in geschriebenen Texten verwendet. Das Wort jedoch steht normalerweise am Anfang des zweiten Teilsatzes und danach folgt das Verb direkt, also gibt es eine Inversion. Wir haben zwar das beste Team, jedoch haben wir das Spiel verloren. Wir haben zwar das beste Team, jedoch haben wir das Spiel verloren. Zwar, trotzdem ist eine Doppelkonjunktion wie zwar, aber oder zwar, jedoch, aber sie erfordert eine Inversion im zweiten Satzteil. Nach trotzdem steht das Verb an erster Stelle. Die Struktur wird verwendet, um eine Bestätigung mit einem Gegensatz zu verbinden. Der Stil klingt oft etwas formeller oder schriftlicher. Zwar sind meine Freunde sehr nett, trotzdem fühle ich mich in der neuen Schule nicht wirklich wohl. Zwar sind meine Freunde sehr nett, trotzdem fühle ich mich in der neuen Schule nicht wirklich wohl. Zwar, dennoch ist eine formelle Doppelkonjunktion wie zwar, jedoch oder zwar, trotzdem. Nach dennoch folgt das Verb direkt, also Inversion. Zwar kann sie nicht schwimmen, dennoch fährt sie mehrmals im Sommer ans Meer. Zwar kann sie nicht schwimmen, dennoch fährt sie mehrmals im Sommer ans Meer. Er interessiert sich zwar sehr für Musik und kann toll singen und Gitarre spielen, jedoch will er nie vor Publikum auftreten. Er interessiert sich zwar sehr für Musik und kann toll singen und Gitarre spielen, jedoch will er nie vor Publikum auftreten. Mein Bruder und seine Musikkarriere. Mein Bruder Tom interessiert sich zwar sehr für Musik, aber er möchte keinen Beruf daraus machen. Er kann zwar sehr gut singen und spielt auch hervorragend Klavier, jedoch übt er nur selten. Zwar hat er schon bei mehreren Wettbewerben gewonnen, dennoch sieht er Musik nur als Hobby. Er wurde zwar zu einem Auftritt im Fernsehen eingeladen, trotzdem hat er abgesagt. Mein Bruder und seine Musikkarriere. Mein Bruder Tom interessiert sich zwar sehr für Musik, aber er möchte keinen Beruf daraus machen. Er kann zwar sehr gut singen und spielt auch hervorragend Klavier, jedoch übt er nur selten. Zwar hat er schon bei mehreren Wettbewerben gewonnen, dennoch sieht er Musik nur als Hobby. Er wurde zwar zu einem Auftritt im Fernsehen eingeladen, trotzdem hat er abgesagt. Teil 2. Einerseits. Andererseits. Zwei Perspektiven. Bedeutung: einerseits, andererseits zeigt zwei verschiedene Seiten eines Themas oder Problems. Meistens ist es kein starker Widerspruch, sondern einfach eine doppelte Sichtweise. Typisch für Diskussionen, Argumentationen, Essays, E-Mails, B1, B2 Prüfungen, wenn du beide Seiten eines Themas zeigen willst. Grammatik. Beide Konjunktionen stehen oft am Satzanfang danach. Verb steht auf Position 2.
Inversion möglich. Beispiele: Einerseits möchte ich ein neues Handy, andererseits ist es zu teuer. Einerseits möchte ich ein neues Handy, andererseits ist es zu teuer. Einerseits liebe ich das Stadtleben, andererseits brauche ich Ruhe. Einerseits liebe ich das Stadtleben, andererseits brauche ich Ruhe. Einerseits finde ich die Arbeit interessant, andererseits ist sie stressig. Einerseits finde ich die Arbeit interessant, andererseits ist sie stressig. Einerseits kommt Maria aus Spanien, andererseits ist Deutschland ihr Zuhause. Einerseits kommt Maria aus Spanien, andererseits ist Deutschland ihr Zuhause. Einerseits mag ich das Meer, andererseits verbringe ich meinen Urlaub gerne in den Bergen. Einerseits mag ich das Meer, andererseits verbringe ich meinen Urlaub gerne in den Bergen. Einerseits habe ich die Prüfung bestanden, andererseits spreche ich nicht gut Deutsch. Einerseits habe ich die Prüfung bestanden, andererseits spreche ich nicht gut Deutsch. Einerseits ist Gemüse gesund, andererseits schmeckt es vielen Kindern nicht. Einerseits ist Gemüse gesund, andererseits schmeckt es vielen Kindern nicht. Einerseits hat die Mutter recht mit ihrer Meinung, andererseits sollte sie überlegen, wie schwierig die Situation für ihren Sohn ist. Einerseits hat die Mutter recht mit ihrer Meinung, andererseits sollte sie überlegen, wie schwierig die Situation für ihren Sohn ist. Einerseits habe ich den Test bestanden, andererseits waren meine Noten schlecht. Einerseits habe ich den Test bestanden, andererseits waren meine Noten schlecht. Einerseits möchte ich neue Erfahrungen machen, andererseits will ich mein Zuhause nicht verlassen. Einerseits möchte ich neue Erfahrungen machen, andererseits will ich mein Zuhause nicht verlassen. Einerseits liebe ich mein Smartphone, andererseits verbringe ich zu viel Zeit damit. Einerseits liebe ich mein Smartphone, andererseits verbringe ich zu viel Zeit damit. Vergleich beider Strukturen. Ausdruck, Nutzung. Verb, Position zwar, aber Bestätigung plus Einschränkung. Normal, kein Inversion. Einerseits, andererseits zwei Perspektiven gegenüberstellen. Inversion möglich. Tipp für Lernende. Zwar, aber klingt natürlicher in Gesprächen. Einerseits, andererseits passt besser zu Argumentationen, Aufsätzen oder offiziellen Texten. Beide Strukturen helfen dir, besser und klarer auf B1 zu schreiben und zu sprechen. 1 weder noch. Weder noch bedeutet, dass zwei Dinge nicht zutreffen. Es ist eine Verneinung von zwei Elementen. Weder noch verbindet zwei gleichwertige Satzteile,
zum Beispiel 2 Substantive, Adjektive oder Verben, aber nicht zwingend 2 vollständige Nebensätze mit Verbposition. Erste mit Substantiven. Beispiele: Ich mag weder Kaffee noch Tee. Ich mag weder Kaffee noch Tee. Zweites mit Verben. Wir haben weder gelesen noch geschrieben. Wir haben weder gelesen noch geschrieben. Dritte mit Nebensätzen. Weder hat er mich angerufen, noch hat er mir geschrieben. Weder hat er mich angerufen, noch hat er mir geschrieben. Weder der Chef noch die Kollegen haben mir geholfen. Weder der Chef noch die Kollegen haben mir geholfen. Ich esse weder Fleisch noch Fisch. Ich esse weder Fleisch noch Fisch. Weder heute noch morgen habe ich Zeit. Weder heute noch morgen habe ich Zeit. Er hat weder angerufen noch eine Nachricht geschickt. Er hat weder angerufen noch eine Nachricht geschickt. Weder die Prüfung noch die Hausaufgaben waren leicht. Weder die Prüfung noch die Hausaufgaben waren leicht. 2 entweder oder. Entweder oder drückt eine Alternative oder Wahlmöglichkeit aus. Nur eine von 2 Möglichkeiten ist richtig. Entweder oder stellt 2 oder mehr Alternativen dar, A oder B. Es kann sich um echte Alternativen handeln, exklusiv, oder um Möglichkeit A oder auch B, inklusiv, je nach Kontext. Wichtig: Wortstellung. Normaler Satzbau. Entweder vor der ersten Alternative oder vor der zweiten. Verbindet Nomen, Pronomen, Infinitiv oder ganze Sätze. Häufige Fehler: Kommaregeln. Wenn ganze Hauptsätze verbunden sind, kann ein Komma stehen. Bei kurzen Verbindungen oft kein Komma. Das ist stilistisch. Für B1: Komma ist erlaubt, aber nicht Pflicht bei 2 Hauptsätzen mit oder. Entweder du kommst jetzt oder wir fahren ohne dich. Entweder du kommst jetzt oder wir fahren ohne dich. Wir können entweder heute Abend essen gehen oder zu Hause bleiben. Wir können entweder heute Abend essen gehen oder zu Hause bleiben. Entweder lässt du das Handy aus oder du störst die anderen. Entweder lässt du das Handy aus oder du störst die anderen. Du kannst entweder Kaffee oder Tee nehmen. Du kannst entweder Kaffee oder Tee nehmen. Entweder er hat den Schlüssel verloren oder er hat ihn irgendwo liegen lassen.
Entweder er hat den Schlüssel verloren oder er hat ihn irgendwo liegen lassen. 3 einerseits, andererseits. Einerseits, andererseits verwendet man, um 2 gegensätzliche Aspekte einer Sache darzustellen. Oft um abzuwägen, Pro und Contra. Typisch in Argumentationen. Wichtig, Wortstellung. Beide Teile stehen meist am Satzanfang oder in der Mitte. Man trennt die Teile normalerweise mit einem Komma. Stilmittel für Kontrast, Gegenüberstellung. Häufige Fehler. Nicht beide Seiten wirklich kontrastierend verwenden. Also, beide Aspekte müssen sichtbar verschieden sein. Komma und Satzbau beachten. Einerseits, andererseits ist idiomatisch. Einerseits möchte ich sparen, andererseits brauche ich ein neues Handy. Einerseits möchte ich sparen, andererseits brauche ich ein neues Handy. Einerseits ist die Arbeit interessant, andererseits sehr anstrengend. Einerseits ist die Arbeit interessant, andererseits sehr anstrengend. Einerseits bietet das Studium viele Chancen, andererseits kostet es viel Zeit. Einerseits bietet das Studium viele Chancen, andererseits kostet es viel Zeit. Man kann einerseits die Vorteile sehen, andererseits die Risiken nicht ignorieren. Man kann einerseits die Vorteile sehen, andererseits die Risiken nicht ignorieren. Einerseits will sie Karriere machen, andererseits möchte sie mehr Freizeit. Einerseits will sie Karriere machen, andererseits möchte sie mehr Freizeit. 4 je desto oder je umso. Je desto, häufig auch je umso, ist die Komparativkorrelation. Je plus Komparativ oder Adverb. Desto plus Komparativ drückt aus, je mehr A, desto mehr B. Beide Teilsätze sind Hauptsätze und werden durch ein Komma getrennt. Regel, Wortstellung, Aufbau, je plus, wie viel, Komparativ. Plus, Subjekt, plus Prädikat, desto plus Komparativ, plus Subjekt, plus Prädikat. Beide Teilsätze stehen als Hauptsätze, Verb in Position 2. Alternativ, je früher, desto besser. Kurzformen sind üblich. Häufige Fehler. Verb oder Wortstellung verwechseln. Kein das verwenden. Kein Komma weglassen. Bei 2 Hauptsätzen steht ein Komma. Je früher du kommst, desto einfacher findest du einen Parkplatz. Je früher du kommst, desto einfacher findest du einen Parkplatz.